Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der Betontelegrafenmasten von Mini-Art im Maßstab 1:35. Das ist ein neu erschienenes Set, mit dem man zahlreiche betonierte Masten bauen kann, entweder für Stromleitungen, Telegrafenleitungen oder auch als Straßenbeleuchtung. Da gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In der Vergangenheit gab es solche Masten nur als Resinteile, jetzt gibt es auch aus Plastikspritzguss, was natürlich den Preis deutlich drückt. Das können wir Dioramabauer auf jeden Fall immer gut brauchen. Auf vielen Vorbildfotos sieht man solche Masten oft in Frankreich, aber auch in Deutschland und Italien. Also für Russland zum Beispiel ist das jetzt nicht so geeignet. Wie ihr sehen könnt, das ist eine ziemlich große Schachtel und ich hoffe auch, dass der Inhalt ebenso umfangreich sein wird, wie die Schachtel vermuten lässt. Also schauen wir mal rein. Die Schachtel öffnet so zur Seite hin und dann findet man einen Beutel, in dem alle Gießäste drin sind. Das ist auf jeden Fall eine ausreichende Verpackung. Da dürfte auf dem Transport nichts kaputt gehen. Auf der Rückseite der Schachtel findet man dann eine kleine Bauanleitung. Hier oben eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Und dann sieht man auch hier, wie der Bau vonstatten geht. Also diese Masten bestehen aus 2 Hälften. Dann gibt es verschiedene Varianten. Man kann hier mit so einer einseitigen Leitung oder hier mit so einem Aufbau das Ganze ausstatten. Dann gibt es auch noch die Variante und eine Straßenbeleuchtung kann man auch noch damit machen. Also ist doch recht reichhaltig das Ganze. Unten findet man dann noch eine Farbtabelle. Es sind nur 3 Farben angegeben. Es bezieht sich auf Vallejo, Testors, Tamiya, Hamburger Revell, Mr. Color. Also auch eine gute Auswahl an Farben, wobei ich denke, dass so ein Masch zu bemalen, glaube ich, keine hohe Kunst ist. Es gibt 3 verschiedene Sorten von Gießästen. 4-mal liegt dieser Gießasch bei, in dem eigentlich die meisten Teile dran sind, die wir hier für diese Pfeiler brauchen. Dann gibt es einen klaren Gießasch für die Glühbirnen und noch einen für die Verglasung der Lampen, der liegt 2-mal bei. Wie man sieht, sind die Teile sehr filigran. Hier besonders diese Lampenhalterung, da muss man schon aufpassen beim Auslösen, dass da nichts abbricht. Aber hier sieht man auch überhaupt keinen Grat oder Fischhauer, das ist wirklich makellos, wirklich sehr schön. Dann haben wir hier noch, das sieht aus wie Isolatoren. Diverse Halterungen, das dürfte dann so Metallklammern sein. Hier der Lampenschirm, da kommt dann innen die Glühbirnen rein und die Verglasung. Auch wieder sehr filigrane Teile für die Leitungen. Und hier dann so ein Mast. Da finde ich jetzt, dafür dass das Zement sein soll, ist er sehr strukturlos. Das würde ich auf jeden Fall noch irgendwie aufrauen. Entweder mit Flüssigspachtel oder irgendwie mit einer Metallbürste. Dass da irgendwie eine Struktur reinkommt, die irgendwie was mit Zement zu tun hat. Aber ist auch schon das einzige Problem, was ich hier sehe. Man wird dann an der Seite ein bisschen schleifen müssen, nehme ich an, wenn man die 2 Hälften verbindet, um eben so einen Masch zu erhalten. Aber da man die Oberfläche noch bearbeiten sollte, übrigt sich das. Das ist ja eigentlich klar. Hier haben wir die Glühbirnen. Sind leicht milchig, aber ich glaube, so relevant ist das sowieso nicht. Auch hier sehr schön gegossen, ohne gröbere Mängel. Stirnfrei, ohne Mängel sind auch die Verglasungen für die Lampen. Da finde ich, gibt es nichts dran auszusetzen. Ein weiteres sehr nützliches Dioramen-Zubehörset von Mini-Art. Das kann ich auf jeden Fall brauchen für zukünftige Projekte. Man spart auch eine Menge Geld, weil man einfach keine oder weniger Resinteile braucht. Das Set hier kostet 15 €. Finde ich jetzt gemessen an der Güte, an der Teileanzahl, an den Varianten, die man da bauen kann und
insgesamt 4 so Masten sind beinhaltet, ja eigentlich angemessen. Das einzige Problem, wie schon erwähnt, ist das Fehlen jeglicher Beton- oder Zementstruktur an diesen Masten. Die muss man sich irgendwie selber schaffen. Das sollte allerdings nicht weiter schwer sein. Es fällt nur eben auf, dass das ein bisschen sehr flach und steril geraten ist. Dafür sind alle anderen Teile sehr schön detailliert und makellos gegossen, also ich gleicht sich das wieder aus. Soviel zum Bausatz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass euch diese Masten auf dem einen oder anderen Diorama mal begegnen werden, was ich so baue. Da freue ich mich schon darauf, das irgendwann mal verwenden zu können. Ich hoffe, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.